Hi und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Celine, das hier ist Chris, auch bekannt als Christina. Hello. In dem heutigen Video schminke ich sie und sie schminkt mich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und ja. Ach du, jetzt sagt die, oh fuck, ich hab Termin. Dass sie so klatschend ins Bild reinkommt. Let's go, yay, juhu. Das ist so mehrdeckend, das ist so leicht deckend. Das andere ist halt, das löscht dir deine ganzen Sünden aus der Vergangenheit weg. Kannst du dich so ein bisschen drehen, dass ich so deine Beine zwischen meine habe? Beide Beine oder nur ein? Eins reicht erstmal. So, Augen zu und durch. Nee, nix Augen zu. Nimm aber woanders noch mit, damit es gleich ist. Sie ist direkt angepisst, diese Wasserfigur. Hey, wir machen dich schon schön. Du wirst besser aussehen als davor. 100%ig. Wenn Gott will, ja. Wenn Gott will, ja. Dann kriegst du ja echt alles weg. Sag ich ja, das ist voll covered. Damit kannst du deine Sünden auslöschen. Heftig. Okay, super. Wieso hinten auch? Rücken auch. Rücken auch. Geil. Genau. Und Foundation war übrigens von Estee Lauder, glaube ich. Oder Double Wear in der Farbe 3N1 Ivory Bay. Nein, ich glaube, man sieht das nicht mehr perfekt. Und von Joël in der Farbe Pearl. Okay, mach einfach. Den Concealer setzen, ganz wichtig. Weil sonst geht er in die Falten rein und dann hast du so Concealer-Falten. Macht deine Schildkröte Geräusche? Ja. Echt? Aber das war die nicht, das war Okay. irgendwas anderes. Ich liebe diesen Duft davon. Ne? Ist übrigens von Huda Beauty. Nee, Quatsch, Fenty Beauty, sorry. Auf die Apfelbacke. Wieso, was ist Apfelbacke? Der Arsch. Auf den Arsch. Oh, jetzt einmal bitte umdrehen. Sie so Make-up-Look im Gesicht, aber hat hinten noch Blatt. Ist so. Ist so. Ich habe so meine Routine gefunden. Falls euch die Routine übrigens irgendwie interessiert, dann schreibt es in den Kommentaren. Also was du machen kannst, ist Kontur, um das Gesicht so ein bisschen zu formen Mit? und mich schlanker zu schminken. Du bist ja schon schlank. 5 Kilo schlank. Corona-Dings, Kilos wieder weg. Von Kevin Accor übrigens. Okay, back on track. Jetzt musst du mich konturieren. Überall, wo... Also du hältst Stellen auf, wo das Licht als erstes drauf fällt. Alles andere Aber das wird ist dunkel. schattiert. Genau. Das ist ja um die... Weil wenn du so ein Gesicht vor dir hast, dann siehst du, dass da Schattierungen sind unter den Wangenknochen, hier, also alles, was du schmaler aussehen lassen willst. Ah, okay. Verstehst du? Hab's gecheckt. Ja. Ja. Jetzt kannst du Bronzer nehmen. Bronzer kannst du eigentlich auch den hier nehmen. Dann nimmst du diesen dicken Pinsel. Diesen großen dicken Pinsel. LOL! Wegrasiert, wieder drauf gemalt, ey. Zufrieden? Wunderschön. Super. Vielleicht habe ich mich jetzt ab heute nur noch von verschminzen. Von Hanadi Beauty ist übrigens der geilste Highlighter überhaupt. Ja, ist geil, ne? Jetzt überall da, wo die Sonne als erstes drauf leuchtet. Gut, dann gönn dir. Ich war früher tatsächlich in der Schule immer die am buntesten geschminkteste. Also am bunt geschminkteste. Oder wie sagt man das? Also ich war am buntesten geschminkt. Ja. Sie war der Flamingo. Ist so. Nein, ernsthaft, man hat mich immer Papagei genannt. Ich war immer richtig heftig bunt. Ich war bunt angezogen, bunt geschminkt. Ich hatte eine grüne Hose an mit einem lila Pulli. Mein Augen-Make-up war total grün, blau, lila, rosa, alle möglichen Farben. Ich war immer der Papagei in der Schule. Leb dich aus. Leb dein Leben, man lebt nur einmal. Achso, die Palette ist übrigens von Urban Decay. XX Reloaded oder so. Kann man nicht mehr lesen, deswegen. Ist so.
So, ja. Ach, ein bisschen Alkohol reinkippen, dann bist du schon witzig. Ganz klar, Kindersicherung. Kindersicherung. Ich habe einmal so ein Gel hier von Art Deco. Da. Und so einen dünnen Stift, damit kannst du zeichnen. Genau. Das ist normal, dass da Haare drin sind, ne? Das wundert dich jetzt nicht. Ja, jetzt kannst du eigentlich Wimpern kleben. Willst du die Lippen auch dann hochkleben? Du musst halt gucken, dass du es am Wimpernkranz anklebst. Nicht auf die Wimpern drauf, auch nicht auf das Lid, sondern tatsächlich so direkt auf den Wimpernkranz. So, ne? Kann ich damit was kaputt machen? Theoretisch nicht. Okay. Praktisch kommt es halt auf dich eher an. Die kürzeren immer nach innen, weil es nach außen hin länger wird. Das war definitiv nicht gut. Genau. Ja. Ich habe auch von Acne-Derm. Ja, habe ich auch. Was? No sponsoring ist. Das war ganz gut schützen. Hauptsache wird die ganze Zeit irgendwelche Marken genannt, aber jetzt not Ist so. Apropos, dieses Video enthält Werbung, nicht bezahlt. Zu trocken. Massiv einfach. Ja, ich habe, glaube ich, seit meinem 12. Lebensjahr so viele Sachen ausprobiert. Aber das passt auch zu dir, weißt du? Das ist so gar nicht im Bild. Das ist doch viel zu anstrengend, so eine Scheiße. Ich weiß, deswegen mache ich das auch nicht auf. Ist so. Es gibt Leute, die müssen immer kleben. So, das Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Ja, ja, klar. Das brauchst du nur wegrubbeln. Tja. Das brauchst du nur wegrubbeln, ne? Tja. da ist nichts. Doch. Wieso, da ist nichts. Ich höre das noch schon 3 Mal. Das hört sich an halt wie Knistern vom Feuer, weißt du? So, ich hab Feuer gelegt. Vielleicht ist es die Schildkröte. Mhm. Ja, okay. Jetzt fehlt nur noch Lippenstift. Eigentlich siehst du echt gar nicht so scheiße aus. Und danke. Komplimente geben, das kann ich nicht. Du musst deinen Mund aufmachen. Ich finde Lippenstift. Wieso fühle ich mich komisch, wenn ich den Mund aufhabe und Siehst du, das kommt mir so bekannt vor. das kommt mir so bekannt vor. Ja, was soll ich denn machen? Das ist so viel. Ich kann nur die Züge, ey. Ich finde Lippenstift auftragen auch am schwierigsten von allen. Aha, das ist auch. Und Eyeliner. Willst du dir den selber auftragen? Das machen tatsächlich viele so, ne? Ja, weil ich versau gerade alles. Die ist so eine, die macht das so über der Lippe, damit das so voluminös aussieht. Du hast bestimmt übermalt, ne? Und schiebst es gerade auf mich. Gar nicht. Sie so, Bist du zufrieden? Ja, du siehst aus wie so eine kleine Ho. Ich finde das aber nice. Okay. So eine kleine Snitch-Bonowitz. Snitch, Bitch. Sie so, da kann man nichts mehr retten. Okay, 1, 2, 3. Doch, ist richtig gut. Dafür, dass du nicht so häufig schminkst wie ich. Ist so. Ist richtig Ein gut Profi, geworden. Alter. Wäre das nicht besser, hätte ich das noch besser gemacht. Wäre die Wimper besser, hätte ich das... Das liegt definitiv an der Wimpern, ne? Ist so. Aber es sieht mega aus. Also, ich nehme auf jeden Fall erstmal die 2 hier von Huda Beauty in der Farbe Cashew. Ja, entweder hast du hier so eine heimische Putzfrau oder so. Du meintest das ernst? Das sieht aus wie so eine Puffmama. Ja. Wolltest du doch immer sein, oder? Guck mal, ich tue dir deinen Traum verwirklichen. Danke. Ja, du siehst einfach aus wie so eine heftige Russin. Richtig geil. Die denken sich alle so, Wo sind die langweilig? Puh. Es könnte sein, dass ich Weißt du- alles verkacke.
Wieso hätte ich mal vorher die Welt gedacht? Die Wimper so. Ich? Ja. Doch. Wer ist er? Noch mehr? Noch mehr. Nachspülen. Suchst du Fische oder was? Für mich wäre eine Note. Ja, so siehst du auch aus. Vor allem die Wimpern. Ich bin blind auf dem einen Auge. Ich hab Angst, echt. Ich sehe aus wie eine Nutte. Wie eine richtige Nutte. Heftiger. So, du siehst wenigstens aus wie so Du siehst richtig gut aus, aber. Richtig gut, ernsthaft. So mit Lidstrich und Wimpern. Oh, siehst du heftig aus. Du siehst so normal aus, im Gegensatz zu mir. Liked das Bild, abonniert mich, wenn ihr möchtet. Und Liked das schreibt auf. Oh fuck! Das war's mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Liked das Video, kommentiert gerne, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt von uns. Und vergesst nicht zu abonnieren.